Ich habe mich einer weiteren Herausforderung gestellt und heute einen Fußball mit einem Tor gezeichnet, so dass man denkt, man kann den Ball gleich reinkicken. Also, was brauchen wir? Ich beginne meine Vorzeichnung hier mit dem Tor. Pfosten links, dann zeichnen wir die Latte um und den Torpfosten rechts. Du siehst, nach rechts wird es alles etwas kleiner, weil wir das perspektivisch verzerren. So bekommen wir gut Tiefe in unsere Zeichnung rein. Ja? So, dann zeichnen wir das Gestänge hier hinten ein. Und hier das hintere Gestänge zeichnen. Ja, das ist natürlich kleiner als das vordere, wegen der perspektivischen Verzerrung. So, jetzt haben wir fast alles. Was fehlt noch? Der Ball. Dazu kann man sich einfach hier so einen Zylinder nehmen oder auch irgendeine Dose, eine Rolle Klebeband, irgendetwas, womit du das rund hinbekommst. Beim Fußball ist es besser, wenn er erstmal ein wenig rund aussieht. Also, wir zeichnen mal hinten jetzt erstmal die linke Seite des Tors, hinten das Gestänge. Ich gebe hier schon mal einen gewissen Schatten. So, und jetzt kümmern wir uns ein wenig um das Netz. Da müssen wir ein bisschen ruhiger und genauer zeichnen, dass es nicht zu viel Durcheinander gibt. Also hier oben einfach ansetzen. Dann fangen wir hier an und ziehen uns hier eine Linie bis nach hinten durch. Hier machen wir genau das Gleiche. Kastens. So, dann zeichnen wir hier jetzt unsere Maschen ein. Und hier jetzt die unteren Seiten einzeichnen. Die gehen ja ein bisschen schräger. So, und jetzt ziehen wir hier einfach, die gehen ja so ein bisschen senkrecht runter. So, wir haben also das Netz. Jetzt fehlt hier noch die vordere Seite von dem Netz. Da gehen wir ähnlich vor. Fangen mit den Senkrechten hier ganz einfach an und zeichnen hier Masche für Masche nicht unbedingt. So, das können wir auch ein bisschen locker alles machen. Und los geht's hier. So, hier deuten wir schon links ein bisschen Gas an. Wie gesagt, von links nach rechts. Ich bin Rechtshänder, deswegen
zeichne ich links zuerst, damit ich nicht hier zu viel verwische. So, da müssen wir ein bisschen achtsam sein, weil so ein Fußball ist ja immer relativ symmetrisch. Also wir haben hier den Kreis hier festgelegt. Aus dem Kreis machen wir jetzt eine Kugel. Also wir suchen uns ungefähr die Mitte raus und beginnen dann mit einem Fünfeck. Ja. Hier haben wir das erste Fünfeck und jetzt zeichnen wir hier sternförmig hin zum Rand hin des Balls unsere Fünfecke ein. Ja. Also wir führen sie fort. Wichtig ist hier, die Schrägen einigermaßen hinzubekommen, damit du hier ungefähr so einen gleichmäßigen Abstand hast. Ja. Also du wirst merken, das ist nicht gleich ganz so einfach, da muss man erst ein bisschen üben. Aber Zeichnen ist auch immer entdecken und nie gleich komplett fertig zu zeichnen. Ja? Selbst die Leute, die dir gleich das perfekte Bild zeigen, die haben Stunden und Jahre lang geübt, um das zu machen. Darauf kommt es aber nicht an. Ich sage immer, kein perfekter Zeichner sein, sondern das abzubilden, was du wirklich willst, was dir auf dem Herzen liegt. Und diese Fähigkeit reicht immer noch. Dann kann man dann weitersehen, wo man wirklich hin will. Ja. So, die unterste Seite hier etwas dunkler machen. So, und legen wir jetzt los hier mit den weiteren Fünfecken. Die schrägen ranzeichnen. Da haben wir ein weiteres Fünfeck. Hier machen wir das auch. Schrägen Rand zeichnen und hier auch. Erstmal auch hier ein bisschen vorskizzieren, dass die ganzen Fünfecke einigermaßen symmetrisch sind. Ja. So. Ich würde sagen, das sieht ganz gut aus. Fast schon fertig für den Torschuss. Aber jetzt zeichnen wir noch Licht und Schatten und natürlich die Dunkel- und die Kontraste alle ein. Ja, dass dieser Fußball wirklich realistisch und echt wirkt. So, legen wir also los mit dem Ball. So, ich mache das erste Fünfeck schön dunkel. Und wenn du auch realistisch zeichnen lernen möchtest, dann sei jetzt mit dabei auf meiner Akademie Schmidts Zeichenwelt. Dort begleite ich dich Schritt für Schritt und zeige dir, wie du realistische Motive leicht und sicher zeichnest. Den Link zur Akademie findest du direkt unter diesem Video. Dazu habe ich hier einen 4B-Stift, ich werde aber gleich noch dunkler gehen. So, und wenn die Symmetrie einigermaßen stimmt, dann so ziehe ich das jetzt nach hier. Das nächste Fünfeck wird dunkel und weiter geht es jetzt ringsrum, Fünfeck für Fünfeck. So, okay, sieht schon mal gut aus. Was brauchen wir jetzt noch? Na klar, jetzt kommt noch der Schatten rein. So, damit unser Fußball hier gut liegt. So, ich mache jetzt erstmal noch die Flächen hier
die einzelnen Fünfecke richtig dunkel, damit wir einen schönen Kontrast bei dem Ball haben. Also so, du siehst, Schritt für Schritt tasten wir uns hier ran und das wird immer realistischer. Im Übrigen, wenn dir das Video gefällt, folge mir gern hier auf meinem Kanal, abonniere einfach unten, denn ich freue mich, wenn du zum nächsten Video mit dabei bist. Du unterstützt meinen Kanal ja damit auch. Und ich gehe hier nochmal rein und drücke jetzt wirklich schön doll auf, dass ich den Kontrast reinbekomme. Siehst du, wie groß der Unterschied jetzt noch ist? Man könnte sagen, das ist schon schwarz, aber jetzt werden wir hier noch viel, viel schwärzer. So, hier noch. Deswegen ist es immer wichtig, sich hier die Lichtquelle genau festzulegen, also damit man weiß, wo hast du ein bisschen mehr Schatten, wo ist heller, wo ist es dunkler. So, das sieht schon mal ganz gut aus. So, jetzt können wir noch den Schatten, werde ich mal noch ein bisschen weiter links hin machen. Außerdem gibt es hier noch ein bisschen Schatten und hier auch noch. So, jetzt mache ich den Ball auf seiner vom Licht abgewandten Seite noch etwas dunkler. So, dazu nehme ich mir einfach hier meinen Stift und gehe erstmal hier etwas rein. Und schraffiere den Ball erstmal etwas hier. Du siehst, das wird dann die vom Licht abgewandte Seite. Einfach ein paar Schraffuren übereinander legen. Schön rumgehen hier mit dem Licht, damit der Ball diese Dreidimensionalität erhält. So, ich mache den sogar noch ein bisschen dunkler jetzt, damit ich hier einen stärkeren Kontrast habe. Von hier nach hier. Ja. So, jetzt gehen wir in den Schattenbereich rein. Damit wir diesem Ball jetzt hier Haftung geben können. Ja, damit wir zeigen, okay, der liegt hier und ist bereit, ins Tor geschossen zu werden. So, hier hinten gehe ich gleich noch rein. Und bevor ich hier mache, hier noch ein bisschen Gras hin. So, du siehst, wie schön das jetzt realistisch wird. Ja? Und ich werde dir gleich zeigen, wenn ich den Schatten jetzt hier unten noch mehr verstärke, dann wird das richtig vom Kontrast her stark. Ja? Ich mache den Schatten hier dunkler. So, über Licht und Schatten habe ich ja immer viel erzählt. Ja, das lernen die Leute auf meiner Akademie, die Mitglieder, wie man genau den Schatten zeichnet. Also er hat ja auch Helligkeitsunterschiede in sich noch, sodass man das wirklich realistisch hinkriegt. Ja, wenn man dieses Licht- und Schattenspiel einmal verstanden hat, dann wird wirklich vieles leichter. Dann brauchst du beim Zeichnen nicht mehr nachdenken, sondern es fließt einfach. Ja, du siehst, wenn man so möchte, jeden Schritt schon fast im Voraus. Dennoch ist es immer wichtig,
auch mal die Zeichnung zu checken zwischendurch. Ja? Also einfach mal zu gucken, wie sieht das bis jetzt aus. Ich stelle mich auch hin und gucke mir die Zeichnung an. Schau, wie ist die 3D-Wirkung. Sonst verliert man sich manchmal. Ja, du siehst, der Fußball und das Tor sind jetzt fertig und es wirkt tatsächlich so, als wenn man den Fußball gleich reinschießen kann. Wir haben also eine schöne Perspektive hier gewählt und du siehst, wie wichtig diese Kontraste sind, diese hell-dunkel-Flächen, dass der Fußball sich vom Tor abhebt, dass wir das Gefühl haben, der Fußball ist uns sehr, sehr nahe. Ich hoffe, ich konnte dich einmal mehr für das Zeichnen begeistern und wenn du etwas zurückgeben möchtest, abonniere gern meinen Kanal, lass mir ein Like da und wenn du richtig tief einsteigen willst ins realistische Zeichnen, dann sei mit dabei auf meiner Akademie Schmitz Zeichenwelt. Alle Informationen findest du direkt unter dem Video.